Seelenverträge sind aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein auf unserem Seelen- und Erwachensweg. Wie kannst du erkennen, dass Seelenverträge am Wirken sind? Was ist der Unterschied zwischen Seelenverträgen für den karmischen Ausgleich und denen, die vorrangig der Heilung dienen? Wie hängen Seelenverträge und Seelenplan miteinander zusammen? Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Insofern wünsche ich dir und uns allen ein friedvolles Jahr 2025. Was meine ich mit friedvoll? Vor allen Dingen in deinem Inneren. Innerer Frieden ist heutzutage, denke ich, wichtiger denn je. Denn wenn wir nicht gerade an den großen Schaltstellen auf dieser schönen Erde sitzen, haben wir auf den großen gesamten Frieden nur bedingt einen Einfluss. Zum Thema Seelenverträge habe ich vor etwa 2 Monaten schon einmal ein Video gemacht. Das verlinke ich am Ende dieses Videos noch einmal für dich. So, jetzt lass uns starten mit der ersten Frage. Woran erkenne ich, dass Seelenverträge am Wirken sind? Und damit meine ich am Wirken in unserem Leben als Mensch. Du merkst es vor allen Dingen daran, dass dein Gegenüber dir von Anfang an, obwohl du ihm zuvor noch niemals begegnet bist, jedenfalls nicht bewusst, merkwürdig vertraut vorkommt. Du denkst, ihr seid euch schon einmal begegnet. Du kannst mitunter sogar Reaktionen deines Gegenüber vorausahnen. Er beschäftigt dich permanent, also mental, emotional vor allen Dingen und auch was das Spirituelle angeht. Du merkst, hier ist irgendetwas anderes am Wirken als mit all den anderen Menschen um mich drum herum. Und dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob es sich um einen beruflichen Kontakt handelt. Dort kannst du es zum Beispiel in Mobbing-Szenarien erkennen oder um eine Freundschaft. Hier macht sich das vor allen Dingen bemerkbar im positiven Bereich, wenn du denkst, wow, das passt zwischen uns, oder aber auch im ganz Entsetzlichen, so dass du denkst, ich habe dir so vertraut, warum hast du mich verraten? Oder ganz drastisch auch in partnerschaftlichen, romantischen Beziehungen, wo du dich fühlst wie in einem emotionalen Schleudergang, dem du dich einfach nicht entziehen kannst. Es zieht dich immer wieder rein in diesen Wirbel und du denkst dir manchmal, um Gottes Willen, was ist hier los? Wie komme ich dort raus? Möge das bitte aufhören. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher nimmt sie denn ihre Weisheit? Kann ich dir sagen, ganz einfach. Erstens mal ist mir das Ganze mehrfach in meinem Leben passiert, sowohl im beruflichen Kontext als auch in dem freundschaftlichen beziehungsweise romantische Beziehung Kontext. Zum anderen durch meine permanente Verbindung zur geistigen Welt, da ich seit mehr als 8 Jahren täglich meditiere, erhalte ich ganz viele Botschaften, die der Klärung all dieser Prozesse dienen. Und ich kann dir sagen, als mir das erste Mal das passiert ist, habe ich überhaupt nichts geblickt, war wirklich in diesem emotionalen Schleudergang und manchmal an diesem Grad, wo ich dachte, willst du dir das noch weiter antun? Willst du noch leben? Oder ist vielleicht Sterben die bessere Option? Wenn du an solch einen Punkt kommen solltest, dann ist immer professionelle Hilfe der wichtige und richtige Schritt. Das ist ganz wichtig zu sagen. Außerdem ist mir noch wichtig zu sagen,
Checke für dich, inwieweit du mit dem, was ich hier an Inspiration für dich sage, in Resonanz gehen kannst. Die zweite Frage ist, was ist der Unterschied zwischen diesem sogenannten karmischen Ausgleich und Seelenverträgen, die vorrangig der Heilung dienen? Der karmische Ausgleich ist dann erforderlich, wenn zwei Seelen in einem anderen Leben es aus irgendeinem Grunde nicht geschafft haben, intensive Gefühle, und das können sowohl negative Gefühle sein wie Wut, Hass, Schmerz und so weiter, aber auch sehr positive Gefühle wie große Liebe, nicht auflösen, nicht zu einem positiven, für sie beide positiven Ende bringen konnten. Dann verabreden sich häufig diese Seelen dazu, in einem späteren Leben, in dem sie beide inkarniert sind, noch einmal einander zu begegnen und das zu einem guten Ende für beide zu bringen. Und natürlich hat auch das eine heilende Wirkung. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Seelenverträge, die geschlossen werden in dem Augenblick, wo eine Seele sich ihren Seelenplan für das nächste Leben, für die nächste Inkarnation gemeinsam mit ihren Seelenbegleitern, mit der geistigen Welt strickt, um bestimmte Aspekte zu heilen und ins Wachstum zu kommen. Dann hat das nichts mit einem karmischen Ausgleich zu tun, sondern ist, auch wenn es auf der irdischen Ebene als extrem schmerzvoll erlebt wird, und ich sage bewusst extrem schmerzvoll. Häufige Begriffe, die fast inflationär im Netz herumschwirren, sind toxische Beziehungen, sind narzisstische Beziehungen und. Aus meiner Sicht ist völlig egal, wie du das Ganze nennst. Nach meiner Auffassung und Erkenntnis zum derzeitigen Zeitpunkt geht es aus der übergeordneten Ebene betrachtet um Seelenverträge, die in die Erfüllung gehen. Und dazu ist Toxik einfach erforderlich. Schmerz, tiefster Schmerz. Wir Menschen bewegen uns häufig erst dann, wenn der Schmerz übermächtig wird. Und aus der Seelenebene betrachtet ist dieser Schmerz, der einem gegenüber, wenn beide Seelen inkarniert sind, zugefügt wird, ein Akt höchster Liebe und kein Akt der Bösartigkeit. Das Universum kennt nach meiner Auffassung keine Fehler. Und liebevoll heißt, eine Seele in ihrer menschlichen Inkarnation ins Wachsen zu bringen, ins Erkennen zu bringen, zum Leben ihres wahren Selbstes zu bringen. Darum geht es. Es ist nichts Bösartiges, sondern ein Akt der Liebe. Kommen wir zur letzten Frage. Wie hängen Seelenverträge und Seelenplan miteinander zusammen? Aus meiner Erkenntnis und Erfahrung heraus hat jeder Mensch einen Seelenplan, einen ganz spezifischen und auch einen, der das Gemeinwohl betrifft. Der wichtigste aus meiner Sicht ist, sich selbst in seinem wahren Seelenselbst als Mensch zu leben. Im wahrsten Sinne des Wortes alles mit Leben zu erfüllen, die beste Version seiner selbst zu werden. Was steht dem häufig im Wege? 1000 Glaubensmuster, gesellschaftliche Dinge, die einen in ein Korsett zwängen und. Das kennst du alles.
Insofern haben Seelenverträge die Aufgabe, dich durchzurütteln, damit all das, was in dir hängt und was du scheinbar nicht lösen kannst, besser lösen kannst. Vielleicht fragst du dich, okay, und wie kriege ich jetzt mit, wann mein Seelenvertrag erfüllt ist? Ganz einfach. Entweder sind beide so durch, ausgelaugt, fertig oder so in ihrem Schmerz, dass sie sich sagen, Schluss, ich kappe das Ganze, kein Bock mehr. Der Punkt ist, selbst wenn du diesen Cut willentlich, mental herbeiführst, gebe ich dir ziemlich sicher Brief und Siegel darauf, dass das Ganze hübsch nachwirkt. Das heißt, du wirst erst damit wirklich durch sein, wenn es in dir keinerlei Schmerz mehr verursacht. Ganz einfach. Wenn du in Kontakt mit der geistigen Welt bist, nach meiner Erfahrung macht sich das am allerbesten über das Meditieren. Wie Meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos und noch ein, zwei weitere hilfreiche Videos von meinem Kanal, den du übrigens gern abonnieren kannst, und vielleicht lässt du auch einen netten Kommentar da. Abonnements sind ja für dich gratis, mir helfen sie aber sehr. Dann kannst du durch Kommunikation mit deinen Guides, mit der geistigen Welt, mit deinem höheren Selbst, mit Gott, wie auch immer du es nennst, erfahren, wann dein Job, dein Dienst am Gegenüber erfüllt ist und was es gegebenenfalls für dich noch zu tun gibt. Die Klarheit darüber, was noch zu tun ist und was die Bedeutung dieses Kontakts für dich eigentlich war und ist, gewinnst du ab einem, nach meiner Erfahrung, gewissen Level deines Erwachensprozesses. Du kannst wirklich mit Klarheit draufblicken und siehst, okay, dafür war und ist es gut. Ich gehe das jetzt an, auch mit den letzten Steps, die dafür noch erforderlich sind. Und bist im Frieden mit dir, mit deinem Gegenüber, von dem du weißt, dass ihr eine Herz-zu-Herz-Verbindung habt, egal was sich auf der menschlichen Ebene auch abgespielt haben mag, und kannst friedvoll deine Heilung beobachten. Und das wirkt sich aus auf dein nahes und dein ferneres Umfeld und trägt letztlich zum großen Frieden bei. Ich hoffe, dieses Video enthält die eine oder andere Inspiration für dich, lässt dich manches durch eine etwas andere Brille betrachten. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und sage jetzt erstmal bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.